dritten und vierten Viertel in den Spielerkreis. Genau in dem Moment, als Trainer Israel González einen Spielzug aufs Taktikbrett malte. Koumadji drängt den Kontrolleur nach draußen, will nicht, dass der Doping-Offizielle die Ansprache stört. Der Zeitpunkt des Vorgangs ist tatsächlich ungewöhnlich. Eigentlich werden die Spieler zwischen dem dritten und dem vierten Viertel für die Kontrolle. Fest steht, der Offizielle meldet die Attacke und Koumadji muss eine Strafe zahlen. Und das technische Foul gegen den Coach dazu. Und er steigt hier wutentbrannt über die Bande und verlässt den Innenraum. Da wird noch auf ihn eingeredet. Aber Jansson ist raus. Also Danny Jansson mit 2 Fouls gegen ihn raus. Ganz ehrlich, ich habe das erste nicht mitbekommen. Gebe ich auch offen zu, aber es ist dann alles korrekt gelaufen. Er ist da, ihr habt es gesehen, über die Bande. Hat Alex Vogel, dem sportlichen Leiter, auch noch angezeigt, dass es sein zweites war. Der sitzt da hinter der Bande und der fällt nicht rein. Und damit ja, steht Mike Sell bei 0 von 7 Dreiern und Pfiffe hier. Oh, jetzt hat es da unter dem Korb ein bisschen gekracht. Wo liegt's? Gucken wir noch mal drauf hier. Oh ja. Oh ja. Da schiebt DJ Horn. Wo zerschellt ist, hat's gekracht. Ja, jetzt gibt es das Unsportliche. Für DJ Horn. Hier sehen wir nichts. Ich glaube, das Einzige, was wir haben, ist das hier. Ja, geh nochmal zurück. Mal weiter zurück. Ja, einmal zurück. So, und lass mal laufen. Nochmal. Also trifft ihn im Hals. So ein Schlag ins Gesicht. Das ist mehr. Er guckt hin. Sieht ihn. Da ist der, okay, hier sehen wir auch nichts. Hier sieht man nichts. Das ist der einzige Winkel, den wir haben. Ja, ja, wir haben nur das. Steht da 1. Das ist für mich. Ja, das ist auch so. Drüber aus. Kann man klar sagen. Hat ganz schön eingeschlagen. Hinreißen hat lassen und ja, damit der Schluss für ihn. Jonas Wolfert Bottermann geht an die Linie. Und DJ Horn in die Kabine. Ja, aus der hinteren Perspektive. Also trifft ihn im Hals. Und sie machen das mit einer beeindruckenden Leistung. Sie haben
15 Punkte an der Freiwurflinie liegen lassen. Bader NJ wird nochmal ausgebuht für diesen Wurf, den er nicht hätte nehmen müssen. 95-83 geht dieses Spiel vorbei. Die Braunschweiger mit dem nächsten Sieg. Sie bleiben an den Bayern dran und DeAndre Lansdowne ist mal richtig sauer gerade. Da gibt es jetzt ordentlich Probleme. Nils Mittmann versucht da zu regeln. Jeff Garrett, Junge. Jetzt wird es aber hier dann richtig hitzig. Richter als Kapitän geht dazwischen, Mittmann auch. Jesus Ramirez und Rodrigo Pastore. Können sich dann natürlich gut auf Spanisch unterhalten, haben sich beruhigt. Aber Rodrigo Pastore und Anas Velicka Sieg. Sie bleiben an den Bayern dran und DeAndre Lansdowne ist mal richtig. Nils Mittmann versucht da zu regeln. Jeff Garrett, Junge. Jetzt wird's aber hier. Nils Mittmann versucht da zu regeln. Jeff Garrett, Junge. Jetzt wird's aber hier dann richtig hitzig. Richter als Kapitän geht dazwischen, Mittmann auch. Jesus Ramirez und Rodrigo Pastore. Der heute zurückkehrt. Viel Spaß mit der Partie der Wettkonzept Gladiators gegen Phoenix Hagen jetzt mit Marc Konrad. Schrauben ein bisschen an der Uhr. Oh, disqualifizierendes Foul. Ja, das ist absolut richtig, weil man erst dann nochmal so ein bisschen nachgezogen hat. Wir sehen es jetzt in der Wiederholung da. Noch zweimal Beinchen gestellt. Ja, das ist natürlich eine harte Entscheidung, aber ehrlicherweise auch vom Spieler eine fragwürdige Entscheidung. Das Frustfoul klar zu sehen, ja, und der Coach zeigt es ihm auch an. Er schwingt da sein Bein durch, das ist so eine Art Nachtreten. Ja. Ein bisschen an der Uhr. Oh, disqualifizierendes Foul. Bayreuth ist ja schon länger in den Teamfouls. Niedke jetzt auch mit seinem dritten persönlichen. Dementsprechend Freiwürfe für Münster. Wird sie jetzt nochmal kurz beraten bei den Schiedsrichtern. So. Bayreuth ist ja schon länger in den Teamfouls. Niedke jetzt auch mit seinem dritten persönlichen. Dementsprechend Freiwürfe für Münster. Wird sie jetzt nochmal kurz beraten bei den Schiedsrichtern.
So. Aber auch nur einmal ein Klasse. Ja. Unsportliches Foul. Gegen wen? Was? Was? Und technisches Foul. Entgeisterung auf dem Feld. Das ging jetzt schnell. Hier, die Fans sind nicht ganz zufrieden mit den Schiedsrichtern, aber ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter das Spiel wirklich entschieden haben. Das sehe ich nicht so. Nein. Es gab sicher nicht viele. Es gab Entscheidungen, die hin und her gingen, wie die Spieler auch Fehler machen. Da haben die Schiedsrichter sicherlich auch das eine oder andere irgendwo nicht richtig gemacht. Ja, aber das ist normal. Also die Feldbacher haben am Ende. Hier, die Fans sind nicht ganz zufrieden mit den Schiedsrichtern, aber ich glaube nicht, dass So, Partie bleibt weiter unterbrochen. Klärungsbedarf gibt es da wohl am Kampfgericht. Sportdirektor Marin Petric auf Seiten der Düsseldorfer wird jetzt auch nochmal da zum Tisch berufen. Worum es ging, bin ich überfragt. In jedem Fall kann es jetzt weitergehen. Marin Petric auf Seiten der Düsseldorfer wird jetzt auch nochmal zum Tisch berufen. Vielleicht klatscht nochmal der Block von Badubak. Aber natürlich Kukumis mit den Moves, den er gerade gemacht hat. Und erstmal Günther wird nochmal hier disqualifiziert. Ja. Nachdem er 2 schnelle technische Fouls gesammelt hat, weil er sich da so beim Schiedsrichter aufgeregt hat. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass die Dragons heute ein Gemüt bei Münster getroffen haben durch diese schnellen, angehängten Fouls, auch an den Bigmans. Und dass das wirklich das komplette Konzept Münsters irgendwie auseinandergebrochen hat. Ja, und die Stimmung in der Halle steigt auf jeden Fall gemütlich. Also, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, jetzt Rodewald auch noch. Also, bei Münster kracht es jetzt gerade. Na, jetzt geht hier einiges ab nochmal. Aber natürlich Kukumis mit den Moves, den er gerade gemacht hat. Und erstmal Günther wird nochmal hier. Also, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, jetzt Rodewald. Und das Endergebnis von 85:79 wird präsentiert vom Sanitätshaus Maisch. Kirchheim gewinnt das Derby gegen Karlsruhe. Ja, ich bin sehr positiv überrascht. Hätte ich so nicht erwartet mit dieser Besetzung. Aber ich bin stolz auf die Jungs. Jetzt gibt es noch den Talk zwischen dem Headcoach der Karlsruher und einem Betreuer der Kirchheimer. Ich weiß jetzt nicht, um was es da geht. Der Sportchef Chris Schmidt schaltet sich da ein bisschen ein. Die Intervention von dem Schrittfehler war ein bisschen überschwänglich, aber nicht unfair, auf keinen Fall unfair. Nein. Und jetzt kommt auch noch Maurice Bluskota dazu. Was soll denn das, Hoffen Leute? wir mal, dass sich das jetzt nicht noch auswirkt. Also das muss doch nicht sein jetzt am Ende. Muss ja nicht sein. War doch ein friedliches Spiel. Nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. Jetzt sollen sich die beiden Teams die Hände geben und abklatschen.
Jetzt geht es auch noch mit dem Karlsruher Fan. Da kommt der nächste Karlsruher Fan. Ja. Jetzt brauchen wir Securities. Wo ist die Security? Die ist schon da, ja. Also das sind Szenen, die möchte ich im Basketball nicht sehen. Das muss absolut nicht sein. Und es ist auch von der Barmer Pro A so nicht gern gesehen, dass sowas vorkommt. Jetzt sollen die Kirchheimer feiern. Sie holen sich mit Sweet Candlelight den Derby-Sieg. Schrittfehler. Das ist tough. Nächster Fehler von den Sparkassenstars, nächster Turnover und wieder Ballbesitz bei den Gästen. Bei den Crailsheim Merlins 47% ebenfalls aus dem Zweipunktbereich, 39% Dreipunktwürfe und ebenfalls 89% Freiwürfe, 38 Rebounds zu 37 bei den Gießlern. Also wirklich nicht nur in den Statistiken ein Spiel auf Augenhöhe mit dem besseren und, das muss man glaube ich auch so fair sagen, dem glücklicheren Ende auf Gießener Seite. Und während wir die Feierlichkeiten im Hintergrund sehen, ist Kevin McLean bei Simon Schornstein. Kevin, erstmal herzlich willkommen. McLean bei Simon Schornstein. Kevin. Gates. Anthony Gates. Entlang der Baseline. Aber die wird nicht eingehalten. Damit der 12. Turnover der Hakko Merlins Crailsheim. De Oliveira da nochmal im netten Zwiegespräch mit den Fans hinter dem Korb. Schiedsrichter beraten sich, wie sie das bewerten sollen. Gespräch von dem Schiedsrichter mit dem Ordner, der dafür sorgen soll, dass da keiner in die Nähe des Spielfelds kommt. Aber das aus meiner Sicht tatsächlich in der Situation eher den Falschen getroffen, denn De Oliveira hat den Schritt zu den Fans gemacht und nicht die zu ihm. Im Chat wurde schon geschrieben, 2 Playoff-Teams auf Augenhöhe, das macht Spaß. Da ist schon Playoff-Atmosphäre drin hier. Sowohl von Spieler als auch Fanseite. Es wird auch geschrieben, bisher ein super Spiel, hoffe es bleibt so bis zum Ende. Wird drauf gehofft, dass Crailsheim am Ende mit +3 hier vom Parkett geht. Kann man alles unterspringen. Winter. Oh. Technisches Foul gegen die Gäste Nummer 10, Isaiah Sedmers. Zweites persönliches Foul. Oh, Raffi, nein. Raffi ist raus. Ja, das technische Foul, weiß ich nicht. Dass er den Playoff unbedingt pfeifen muss. Raffi ist nicht zu halten, er muss jetzt aufhören.
weil sonst gibt es auch noch eine Strafe im Nachhinein. Aber das ist Raffi egal. Raffi ist 72 Jahre alt, er kann seine Meinung äußern. Aber er muss jetzt bitte aufhören, weil sonst schreibt die Liga noch einen Bericht. Ganz komische Szenen, warum auch der Fotograf jetzt auf dem Feld ist. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass es jetzt nicht nur hochkocht. Ja, technischer Foul in den Playoffs gegen Sanders, ich weiß nicht, also hätte das sein gemusst. Ich glaube, es ist halt einfach dieses Gesamtbild. Ja? Er hat sich halt ein bisschen aufgeregt, ja. Aber ich finde, bei Winter haben die auch das schnelle Thema. Der ist 72 Jahre alt, er lässt sich von niemandem was sagen. Ich kenne ihn. Netter Kerl. Der hat schon viel schlimmere Sachen erlebt. Ja, und jetzt muss er wirklich aufpassen. Ja, das wird eine Geldstrafe jetzt. Aber das ist Raffi auch egal jetzt. Und jetzt das Publikum provoziert ihn noch mehr. Und Raffi ist so. Nur noch gesehen, wie die vor dem Spiel draußen ein bisschen geredet haben. Ja. Das ist jetzt so eskaliert, ist natürlich auch nicht schön. Ja. Ja, jetzt braucht keiner Raffi rausführen. Raffi weiß schon, wohin er muss. Ja, die Fans kennen Raffi nicht und sein Lebenswerk. Hier ist doch,